Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, auch von mir. Heute nehmen wir uns was ganz Alltägliches vor, aber super Wichtiges, wenn du Deutsch lernst. Das Einkaufen. Genau. Wir konzentrieren uns heute auf den Grundwortschatz. Also die Wörter, die du brauchst, wenn du zum Beispiel im Supermarkt stehst. Das ist speziell für dich gedacht, wenn du gerade auf dem A2-Niveau Deutsch lernst. Mhm, Wir wollen dir helfen, dich da einfach sicherer zu fühlen. absolut. Stell dir das vor wie so ein sprachliches Werkzeugset für den Einkaufswagen. Wir schauen uns 15 zentrale Wörter an, Nomen, Verben, Adjektive, Ja, damit du nicht nur verstehst, was gesagt wird, sondern auch selbst aktiv werden kannst. dann lass uns loslegen. Wo fängt Einkaufen oft an? Natürlich im? Supermarkt. Ja, der Supermarkt. Auf Englisch Supermarket. Den kennt ja eigentlich jeder, oder? Ein Ort, wo man fast alles für den täglichen Bedarf findet. Ganz genau. Man sagt zum Beispiel, ich muss noch schnell in den Supermarkt, die Milch ist alle. Mhm, Oder vielleicht fragst du jemanden, gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? stimmt. Und was gibt es dort? Ja, in Hülle und Fülle. All die Dinge, die wir kaufen wollen. Das sind die Produkte, also das Produkt. Klingt erstmal sehr allgemein, ist es aber auch. Das Produkt, auf Englisch Product. Ja, das kann wirklich alles sein, was zum Verkauf angeboten wird. Ein Apfel ist ein Produkt, Joghurt ist ein Produkt. Mhm, Aber auch eine Zahnbürste oder ein Putzmittel. Einfach alles. richtig. Du könntest im Laden sagen, ich suche ein bestimmtes Produkt. Oder du liest auf einer Verpackung, dieses Produkt enthält Nüsse. Zum Beispiel. Ja, ein sehr nützliches Wort, weil es so viel abdeckt. Aber manchmal findet man ein bestimmtes Produkt nicht sofort. Nicht in diesen langen Gängen im Supermarkt. Was muss man dann tun? Oh ja, das kenne ich. Man läuft hin und her und muss es suchen. Das ist ein Verb. Suchen. Auf Englisch to look for oder to search. Ein wichtiges Verb, nicht nur beim Einkaufen eigentlich. Stimmt. Und Achtung, die Vergangenheitsform, das Perfekt, ist hat gesucht. Das benutzen wir ja oft beim Sprechen über die Vergangenheit. Genau. Also ich kann fragen, Entschuldigung, ich suche die Nudeln. Oder wenn du erzählst, was du gestern gemacht hast. Ich habe gestern ewig nach meinen Schlüsseln gesucht. Mhm. Hast du schon mal was lange im Supermarkt gesucht? Oh, ständig. Besonders wenn sie mal wieder alles umräumen. Kennst du das? Ja, total. Gut, wenn wir das Produkt dann gefunden haben, schauen wir es uns ja genauer an. Wie ist es denn so? Vielleicht ist es gerade erst herausgekommen. Ah, dann ist es neu. Ein Adjektiv, das beschreibt, wie etwas ist. Ja, Neu auf Englisch new. Das Gegenteil von alt. Ganz einfach. ja, das braucht man oft. Ich brauche ein neues Handy, mein altes ist kaputt. Oder hast du schon die neue Schokolade probiert? Mhm. Wenn etwas neu ist, ist es manchmal auch besonders teuer. Aber nicht immer. Manchmal hat man Glück und findet etwas zu einem sehr guten Preis. Ah, das lieben wir doch alle. Wenn etwas nicht viel kostet, dann ist es billig. Noch ein Adjektiv. Billig, auf Englisch cheap. Man könnte sagen, die T-Shirts dort sind sehr billig. Oder Fliegen war früher viel billiger. Aber Vorsicht, Ja, manchmal bedeutet billig eben auch nicht die beste Qualität. das stimmt, da muss man manchmal abwägen. Mhm. Und was ist das Gegenteil? Wenn etwas richtig viel Geld kostet? Das ist dann leider oft teuer. Teuer, auf Englisch expensive. Zum Beispiel, ein Haus in der Stadt ist sehr teuer. Oder wenn du im Restaurant auf die Karte schaust, puh, das ist mir zu teuer. Ja, Billig und teuer sind wirklich Schlüsselwörter, wenn man über Preise spricht. absolut. Neben dem Preis ist aber oft auch wichtig, ob etwas gut im Alltag funktioniert, ob es uns hilft, praktisch ist. Ja, wenn etwas einfach zu benutzen ist und uns das Leben leichter macht, dann nennen wir es oft praktisch. Wieder ein Adjektiv. Praktisch, auf Englisch practical. Genau. Ein Klapptisch ist praktisch für einen kleinen Balkon. Kenn ich. Ja, Oder diese App ist total praktisch, um den Weg zu finden. Ich mag praktische Dinge. ich auch. Und sehr ähnlich, manchmal fast synonym, ist ein anderes Adjektiv. Wenn etwas einen klaren Nutzen hat, uns wirklich weiterhilft. Dann ist es nützlich. Nützlich, auf Englisch useful. Es betont vielleicht noch ein bisschen mehr den Vorteil, den man davon hat. So den Nutzen eben. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, ein Regenschirm ist bei diesem Wetter sehr nützlich. Mhm. Oder
was wir ja gerade machen. Diese Vokabelliste ist nützlich für meinen Deutschkurs. Hoffentlich. Also gut, wir haben jetzt einen Ort, den Supermarkt. Die Dinge dort? Produkt. Wir wissen, wie wir sie finden, nämlich suchen. Mhm. Und wir können sie beschreiben. Neu, billig, teuer, praktisch, nützlich. Aber wer arbeitet eigentlich im Laden? Ah ja, wenn man Hilfe braucht oder eben etwas sucht, dann fragt man oft den Verkäufer. Oder natürlich die Verkäuferin. Der Verkäufer oder die Verkäuferin. Auf Englisch Salesperson oder Shop Assistant. Die Person, die im Geschäft arbeitet und die Kunden bedient. Richtig. Man kann sagen, der Verkäufer war sehr freundlich und hat mir geholfen. Ja. Oder frag doch mal die Verkäuferin, ob sie das auch in Rot haben. Und was ist die Hauptaufgabe des Verkäufers? Oder des Geschäfts generell? Sie wollen ihre Produkte natürlich loswerden. Sie? Verkaufen. Das ist die Tätigkeit aus Sicht des Ladens. Wieder ein Verb. Verkaufen. Auf Englisch to sell. Und das Perfekt dazu ist hat verkauft. Ein Beispiel. Dieser Laden verkauft Biogemüse. Oder in der Vergangenheit. Das Geschäft hat letzte Woche viele Winterjacken verkauft. Genau. Verkaufen ist die eine Seite. Und was machen wir? Die Kunden. Das Gegenstück. Wir kaufen. Das ist das Verb aus unserer Perspektive. Ganz wichtig. Kaufen. Auf Englisch to buy. Und das Perfekt hat gekauft. Stimmt. Kaufen und verkaufen, das ist das zentrale Paar beim Einkaufen sozusagen. Also, ich kaufe heute Brot und Käse. Und gestern? Gestern habe ich einen Pullover gekauft. Oder die Frage, was hast du Schönes gekauft? Perfekt. Ja, manchmal sieht man im Supermarkt oder im Prospekt, dass bestimmte Produkte für kurze Zeit billiger sind. Das lockt uns dann besonders zum Kaufen an. Ah, das ist dann ein spezielles Angebot. Ein Nomen diesmal. Das Angebot. Auf Englisch Offer oder Special Deal. Das gibt es sehr oft, manchmal für eine Woche, manchmal 2 zum Preis von einem, sowas. Genau. Schau mal, Kaffee ist im Angebot. Mhm. Oder ich kaufe nur Waschmittel, wenn es ein gutes Angebot gibt. Angebote sind oft sehr verlockend. Das sind sie. So, jetzt haben wir unsere Produkte gefunden, vielleicht sogar ein Angebot genutzt, wir haben sie gekauft. Wohin gehen wir dann im Supermarkt, um das alles zu bezahlen? Zum wichtigsten Ort am Ende des Einkaufs. Zur Kasse. Die Kasse. Auf Englisch Checkout oder Cashier. Dort wird bezahlt, klar. Ja, man fragt vielleicht, Entschuldigung, wo ist die Kasse? Oder man sagt, ich stehe schon an der Kasse. Manchmal gibt es ja lange Schlangen. Oh ja, besonders am Samstagnachmittag. Und an der Kasse müssen wir dann die letzte wichtige Handlung vollziehen. Wir müssen zahlen. Das letzte Verb für heute. Zahlen. Auf Englisch to pay. Das Perfekt ist hat gezahlt. Es gibt auch das Verb bezahlen. Das bedeutet genau das Gleiche. Stimmt. Zahlen ist vielleicht ein kleines bisschen kürzer, einfacher. Richtig. Also, ich zahle an der Kasse. Man kann auch sagen, wie man zahlt. Ich zahle bar oder ich zahle mit Karte. Mhm. Und in der Vergangenheit, ich habe schon gezahlt. Sehr gut. Eine letzte Situation noch. Stell dir vor, du hast etwas gekauft, zum Beispiel Kleidung. Du kommst nach Hause, probierst es an und merkst, es passt nicht. Oder die Farbe gefällt dir doch nicht so gut. Was kann man dann manchmal machen? Wenn man Glück hat und den Kassenbon noch hat, kann man es zurückbringen und tauschen. Das letzte Verb für unsere Liste heute. Tauschen. Auf Englisch to exchange oder to swap. Das Perfekt ist, hat getauscht. Man bekommt dann oft eine andere Größe oder ein anderes Produkt. Ja. Oder manchmal auch das Geld zurück, das ist unterschiedlich. Genau. Ich möchte diese Hose tauschen, sie ist zu klein. Oder ich habe das Geschenk getauscht, weil ich es schon hatte. Das ist wirklich praktisch, dass das oft geht. Definitiv. Puh, das waren jetzt 15 Wörter. Lass mal sehen, der Supermarkt, das Produkt, suchen, hat gesucht, neu, billig, teuer, praktisch, nützlich. Mhm. Der Verkäufer, verkaufen, hat verkauft, kaufen, hat gekauft, das Angebot, die Kasse, zahlen, hat gezahlt und tauschen, hat getauscht. Eine ganze Menge. Aber alles Wörter, die dir im Alltag beim Einkaufen wirklich begegnen können. Absolut. Um das Ganze noch etwas lebendiger zu machen, haben wir eine kleine Geschichte vorbereitet. Ja. Da kommen all diese Wörter drin vor. Hör mal gut zu.
Okay, Achtung, hier kommt sie. Lisa braucht dringend Kaffee und geht deshalb heute in den Supermarkt. Sie sucht ein bestimmtes Produkt, den Fairtrade-Kaffee, den sie immer kauft. Sie muss ein bisschen suchen, weil sie ihn nicht sofort im Regal findet. Wo ist der nur, murmelt sie. Sie sieht einen Verkäufer, der gerade Regale einräumt. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Fragt Lisa. Der Verkäufer ist nett und zeigt ihr, wo der Kaffee steht. Zufällig ist genau ihr Lieblingskaffee heute im Angebot. Super, denkt Lisa. Dann ist er ja richtig billig und nicht so teuer wie sonst. Sie nimmt gleich 2 Packungen. Auf dem Weg zur Kasse sieht sie noch einen neuen Bio-Apfelsaft. Der sieht praktisch aus, in der kleinen Flasche, denkt sie. Und sicher auch nützlich für unterwegs. Also nimmt sie den auch mit. An der Kasse muss Lisa kurz warten. Sie legt ihre Produkte aufs Band, die Kassiererin scannt alles und sagt den Preis. Lisa will zahlen. Sie fragt, kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich, sagt die Kassiererin. Der Supermarkt verkauft wirklich alles Mögliche. Lisa bezahlt. Zu Hause merkt sie aber, dass sie versehentlich den Saft mit Zucker gekauft hat. Nicht ohne. Ach, ärgerlich, denkt sie. Aber kein Problem, den kann ich morgen sicher tauschen. Sie freut sich trotzdem über ihren Kaffee zum Angebotspreis. Super. Eine kleine alltägliche Geschichte, aber alle unsere Wörter waren drin. Ich hoffe, das hat dir geholfen, die Zusammenhänge noch besser zu sehen. Und wie die Wörter, ja, im Fluss einer Handlung benutzt werden. Ja, das war die Idee. Diese 15 Wörter sind wirklich eine gute Basis. Wenn du die kennst und benutzen kannst, kommst du beim Einkaufen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz schon ein ganzes Stück weiter. Ehrlich. Das war unsere heutige Vertiefung zum Thema Einkaufen. Wir hoffen, diese kleine sprachliche Einkaufstour war nützlich für dich. Und jetzt bist du dran. Versuch doch mal selbst ein paar Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Überlegt mal, was hast du zuletzt gekauft? War es teuer oder billig? Hast du etwas Bestimmtes im Supermarkt gesucht? Genau. Und als kleine Übung für dich, schreib doch bitte mal 1 oder 2 Beispielsätze mit den Wörtern, die du heute gelernt hast, unten in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Sätze. Ja, mach das. Das ist die beste Übung. Und ein kleiner Tipp noch fürs Einkaufen in Deutschland. Viele Leute bringen ihre eigenen Taschen mit in den Supermarkt. Stimmt. Weil Plastiktüten oft extra kosten. Das ist gut für die Umwelt und spart Geld. Also praktisch. Doppelter Vorteil. Ein guter Hinweis. Das war's für heute von uns. Bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.